Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin heute nochmal in den Kanton Uri gefahren. Da unten sehen wir den Urner See. Und mein Weg führt mich heute auf den 2513 Meter hohen Gitschen. Und den sehen wir da oben. Ich bin jetzt schon knapp eine Stunde unterwegs. 550 Höhenmeter habe ich schon. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Die ersten 1,5 Stunden und 700 Meter sind rum. Jetzt ging es hier weitestgehend einen Pfad hinauf und jetzt hier durch die Wiese und dann darauf. Aktuell 1944 Meter. Herzlich willkommen auf dem Rinderstöckli. Und schaut euch diese geniale Aussicht an. Hier unten der Urner See. Da hinten am Ende des Sees liegt Schwyz. Hier unten liegt Altdorf. Da wären jetzt die großen Urner, Großruchen, Windgellen und so weiter zu sehen. Das ist nochmal ein Daumen wert nach oben. Und jetzt geht es zunächst hier durch die Wiese weiter hinauf. Ich bin jetzt etwa 300 Meter unter dem Gipfel und jetzt scheint das Ganze auch ein bisschen abenteuerlicher zu werden. Einmal hier rum und dann scheint da die Wegspur lang zu gehen und da wieder rauf. Jetzt geht es anscheinend hier weiter. Ich hoffe, das Wetter hält sich. Eigentlich war nämlich Sonne gemeldet. So, hier um die ganzen Felsen bin ich jetzt rumgegangen. Dann geht es hier vorne nochmal kräftig rauf. Und dann über diese glatte Platte führen dann Steigbügel. Ja, und jetzt geht es weiter. Insgesamt hat die Route etwa 32% Steigung im Schnitt von unten aus. Und ja, merkt man schon. Jetzt
Schaut euch diese geniale Wand hier an. Komplett überhängend. Ja, wer hat denn hier einen Gartenzwerg versteckt? So, von da bin ich hergekommen, den Weg hier entlang. Unglaublich, diese Wand. Krass. Ja, und jetzt geht es hier weiter. Angeblich noch 150 Höhenmeter. Und jetzt steigt es nochmal ordentlich auf, wie man da oben sieht. Aber es ist nicht mehr weit. Gitschengipfel. 10 Minuten. Da sehen wir jetzt auch, einige Teile sind mit Ketten gesichert. Ja, haben wir es ja gleich geschafft. Das ist jetzt wahrscheinlich die Schlüsselstelle gewesen. Ziemlich eklig der Abstieg hier. Etwas entschärft mit einem Drahtseil. Jetzt geht es hier durch die Flanke das restliche Stück hoch. Auf dem Gitschen, 2513 Meter hoch, der nächste Urner Gipfel. Hier ist der Gipfelsteinmann und die beiden Reisebärchen. Da geradeaus sehen wir zum Vierwaldstätter See. Da ganz hinten am Horizont ist der Schwarzwald zu erkennen. Und wenn wir uns mal nach links drehen, dann sehen wir hier Schlieren, Uri-Rotstock, Brunistock. Ich hoffe, man kann überhaupt was verstehen von dem, was ich sage. 2000 Meter tiefer Altdorf und das Reußtal, die Reußmündung in den Urner See. Traumhaft. Da vorne die beiden Mieten, womit in diesem Jahr die Saison begonnen hat. Hier durch das Massiv, man kann es da unten erkennen, die Autobahn, da geht der Seelisbergtunnel durch, fast 10 Kilometer. So, jetzt werde ich hier oben noch einen kurzen Moment verweilen, noch ein bisschen das Panorama genießen und mich dann relativ schnell an den Abstieg machen. Denn ich traue dem Wetter nicht so ganz. Es soll zwar eigentlich trocken bleiben, aber seht selber,
drüben beim Gotthard scheint es schon zu regnen und ich glaube insbesondere hier im oberen Teil wird das ziemlich unangenehm, wenn es feucht wird. Und dann seht ihr auch noch die Schlüsselstelle, die ich im Aufstieg nicht gefilmt habe. Wahnsinn, dieser Tiefblick hier. So, tschüss lieber Gitschen. Nun geht's aber runter.
Ich bin jetzt schon ein großes Stück abgestiegen, etwa 300 Meter glaube ich. Und dieses eklige, sulzige Schneefeld habe ich jetzt auch hinter mir gelassen. Ich laufe gerade mit Eispickel. Das erweist sich hier in diesen steilen Grasflanken ganz hilfreich, wie ich finde. Besser als Stöcke. Diese Platten sind wirklich nicht ohne. Ich bin froh, dass sie im Moment noch trocken sind. Ansonsten kann das hier, glaube ich, echt eine Zitterpartie werden. So, jetzt geht es hier weiter. Dann darauf. Ich glaube, dann geht es nur noch runter. Jetzt schaut euch mal dieses wahnsinnige Licht an. Ja, hallo. Da ist er nochmal. Der 2513 Meter hohe Gitschen. Ich bin jetzt kurz vor der Geißhütte. Bin jetzt knapp 900 Meter etwa abgestiegen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und wollte die Situation mal nutzen für ein kleines Fazit. Ja, was gibt es zu der Tour zu sagen? Bezeichnet ist die ganze Route mit T4, außer der Zustieg jetzt hier zu der Geißhütte. Den kann man optional auch mit einer Seilbahn abkürzen. Und T4 finde ich gerade im oberen Teil schon recht sportlich. Ihr habt vielleicht gesehen, die Stifte, die Ketten und teilweise wirklich, ja, Kletterei, da wo das Drahtseil hängt. Ich würde schon sagen, das ist eine Zweierkletterei. Und das Ganze ziemlich ausgesetzt. Dessen sollte man sich bewusst sein. Also Trittsicherheit und Schwindelfreiheit ist wirklich unabdingbar und das sollte auch nicht der erste T4-Weg sein. Ich würde ihm fast einen T4 Plus geben. Ich war froh, dass ich auch dann für die steilen Grasflanken meinen Pickel hatte. Da seid ihr also gut beraten, wenn ihr zumindest Stöcke habt. Oder gerade im steilen Gras noch besser einen Pickel. Ansonsten wunderbarer Aussichtsgipfel. Nach Süden war jetzt die Sicht ein bisschen durch die Wolken verdeckt. Nach Norden aber heute genial. Bis zum Schwarzwald, bis zur Schwäbischen Alb. Und es waren jetzt insgesamt, glaube ich, 1500 Höhenmeter, sowohl rauf als runter, wenn man das ohne Seilbahnunterstützung macht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich noch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar hinterlasst oder ein Abo, sofern ihr es nicht eh schon getan habt. So, jetzt hat er sich versteckt. Na, dann machen wir doch Feierabend für heute. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Kanton Uri in der Schweiz. Ciao!